Ja, hallo liebe 1000 PS-Abonnenten, schön, dass ihr mit dabei seid. Wir machen heute einen Betriebsausflug. Wir, das sind der. Glatze der Chaot. Super Fauli. Und ja, wie auch immer, meine Wenigkeit ist der Nils. Wir suchen uns jetzt hier 4 Gebrauchtmotorräder aus, weil der Kameramann da hinten, der CK, muss ja auch mitfahren. Budget haben wir haben in der Portokasse bei 1000 PS so ein paar Tausender Link gehabt. Also pro Motorrad 4.000 bis 5.000 haben wir locker drinnen durch eure Klicks auf die Banner. Jetzt gehen wir da rein zum Limbecher. 1500 Gebrauchte und wir nehmen jetzt 4 Schätze mit. So maximal 4.000 bis 5.000 pro Stück. Schauen wir, was da für uns mit dabei ist. Ja, wir haben jetzt schon einen der zahlreichen Verkäufer, die sich freiwillig gemeldet haben hier fürs Video. Die haben ja alle sofort aufgezeigt, sie wollen unbedingt mit aufs Video rauf. Na, der am langsamsten davon gelaufen ist, jetzt mit dabei. 4 Supersportler. Unter 5000 Maximum, weil die 1000 PS Budget ist gering. Wir stehen jetzt bei der H2, das geht sich nicht ganz aus. Aber wie lange bist du schon dabei, wenn ich fragen darf? Seit 2010 bin ich jetzt bei der Firma Limbecher. Das heißt, 7 Jahre Erfahrung können wir zurückgreifen. Supersportler, ist das am Gebrauchtmarkt ein Thema für euch? Geht da viel? Ist das ein gutes Geschäft? Auf jeden Fall. Nachfrage immer sehr, sehr hoch, auch definitiv, gerade im 600er Bereich in die Richtung für Einsteiger oder Wiedereinsteiger immer sehr, sehr gefragt auf jeden Fall. Na gut, also die H2 ist es nicht. Ducati 12er, 10er, was haben wir da? 9000, 7000, 5289. Voll, das ist schon langsam unsere Liga. ZX6R, das ist ja Schnäppchenparadies. Was haben wir da? Kannst du uns da kurz was sagen zu dem Bike? Genau, das ist jetzt 2007, 2008er Modell. Typisch natürlich für Cover die Farbe in diesem Neongrün im Prinzip. Underseat-Auspuff, sehr, sehr beliebt. Das erste Modell mit Ganganzeige. Ja, sehr, sehr gängiges Modell auf jeden Fall und auch eine gute Preisklasse auf jeden Fall. Ja. Faktenfalle, was sagst du? Mir gefällt die Front nicht so gut. Bist du zufrieden mit der Optik? Also um ehrlich zu sein, das ist eigentlich die mir am besten gefällt. Die sind nachher dann nicht mehr meinem Geschmack entsprechend gemacht worden. Die Farbe finde ich super geil. Alles nämlich in dieser Farbe, kein viele Fans irgendwo. Ganganzeige, also ich hätte die sofort nehmen. Ja, dann nehmen wir es mit. 5289, ich meine, müssen wir schauen, ob wir. Ja, naja, ich muss in der Portokasse ein bisschen noch was reinlegen. Aber die würden wir gleich mitnehmen, oder? Die ist ja leibend. Ich meine, das ist ein Wahnsinn. 22.000 Kilometer nur, was ist, hat der Typ die nur in der Garage stehen gehabt vorher? Ist das so eine gängige also so ist das gängig, die 22.000 Kilometer, das kommt mir wenig vor. Das Motorrad ist jetzt 9 Jahre alt. Ja, ich sag mal so, Motorrad ist ja dann doch eher auch manchmal nur ein Hobby, oftmals, auch im Supersportlerbereich. Wird von den einen mehr genutzt, von den anderen vielleicht mal ein bisschen weniger, dann eher vielleicht wirklich bei Schönwetterfahrern oder so. Aber ist eine gängige Laufleistung auf jeden Fall, 22 Kilometer doch. Weil die ist ja quasi für einen Japaner gerade mal eingelaufen, oder? Ist wie neu. Quasi, ja. Also sind ja bekannt für hohe Laufleistung, ja. Und was habe ich denn da jetzt, wenn ich die jetzt kaufe, Garantie drauf? Wie lange habe ich da sorgenfreies Fahren jetzt? Genau, Sie haben immer auf jeden Fall 1 Jahr Gewährleistung aufs Fahrzeug. Das ist ja gesetzlich, sage ich mal. Was wir aber auch anbieten, ist zusätzlich nochmal so eine XR-Garantie. Das ist eine hauseigene Garantie, die wir anbieten. Die würde jetzt hier 290 € einmalig noch kosten, bis 900 Kubik bei dem Fahrzeug. Die ist mal voll abgesichert. Die sind sehr viele Kunden bei uns ab, weil es einfach auch eine gute Sache ist. Ja. Und die ist dann für 2 Jahre? Die ist dann nochmal für 2 Jahre, genau, Motorgetriebe-Garantie, genau. Naja, die nehmen wir mit. 5000 und ein bisschen was und die erste Maschine ist schon dabei. 11,99 Panigale, okay, mit Drittelfinanzierung würde es sich ausgehen. Was haben wir da rauf? Gehen wir mal rauf. Da oben haben wir einen guten Ausblick. Moto Guzzi, ja, schön, aber heute beim Supersport-Vergleich nicht das Richtige. Aber ich sehe schon, da oben ist viel Chrom, oder? Da oben ist Guzzi, Harley, oder was habt ihr hier oben? Genau, oben haben wir jetzt Moto Guzzi, bisschen die klassischen Fahrzeuge mit dabei. Harley ist mit hier oben. Dann haben wir auch ein bisschen was Exotischeres wie Buell zum Beispiel hier im Eck. Buell, na da schauen wir gleich mal hin. Buell. Gibt es da noch, wie soll ich sagen, Nachfrage nach den Buell-Modellen? Ja, durchaus auch, auf jeden Fall. Ja, das steht dann schon auch gezielt natürlich oben mit bei Harley mit dabei, aber auch auf die exotischen Fahrzeuge hat man durchaus auch mal den einen oder anderen Kunden. Ja. Was ist, Burschen? Ein 20 wäre 5200. Die Buell, die wäre drin im Budget. Nein, ich bin der Nippon-Fan. Ich gebe es gleich, ihr wisst das, ich bin Pragmatiker. Ich stehe nur auf Japaner. Du, Martin, Fauli? Ja, ich meine, das ist halt jetzt, glaube ich, echt schon arg zum Fahren. Es war damals schon arg, wie es neu war und das ist halt sehr radikal. Ich meine, der Lenkkopfwinkel ist abartig. Die steht fast gerade die Gabel. Ich meine, das ist dermaßen... Also nervös ist ja eh nicht so arg, es macht eh Spaß. Gefällt's dir, Code?
Mir gefällt schon, mir gefällt alles, was ein bisschen seltener ist, ein bisschen spezieller. Die Marke gibt es ja so nicht mehr. Aber wenn wir jetzt so ein bisschen in den Sportbereich gehen und anknüpfen an der Cover, da ist das natürlich schon unterlegen, das muss man schon sagen. Ja, aber die Farbe wird super passen. Komm. Die Farbe wird super passen, noch besser zu Superleggera. Das ist, da kostet wahrscheinlich eine Probefahrt 5.000 €, oder? Probefahrt 5 Lehrer wahrscheinlich als Sicherheit für euch. Ja, Gut, gehen wir mal weiter. Boah, Klassiker BMW. Das ist eine Wertanlage, oder? Wertanlage. Die sind in letzter Zeit so teuer geworden, diese klassischen BMWs, das ist unfinanzierbar mittlerweile. Aber ich glaube, wir sind im falschen Stockwerk, weil da unten sehe ich, was haben wir da? Sicher 10 R1 und R6 stehen. In die Yamaha-Ecke. Also R1 und R6 ist absoluter Klassiker, die habt ihr immer im Programm, oder? Haben wir eigentlich immer mit dabei, ja. Es laufen sehr gut, gerade R6 auch, man sieht es jetzt hier unten und wirklich unsere Yamaha-Halle auch. R6, wie gesagt, 600er Bereich, sehr, sehr gängiges Motorrad. Ja, der Chef hat vorher gesagt, beim Husqvarna-Shop dürfen wir nicht genau hinfilmen, weil der ist ein irrsinnig eitler und perfektionistischer Typ und der ist noch nicht fertig. Ganz neu, Husqvarna, bei der Firma Limbecher nicht hinschauen, liebe Zuseher. Er ist noch nicht so, wie sich die Firma Limbecher das vorstellt, den Husqvarna-Shop. Aber da sind die Supersportler. Chaot und Fauli, was haben wir da? 6.000, 6.000, 6.000, 5.000. Einmal. Das ist ja wie neu, oder? Das geht weg wie geschnitten Brot bei euch, oder? Sage ich mal sowas. Die steht sicher nicht lang da. Auch so, wie gesagt, so eine R6, auch sehr gängiges Modell, eben auch im Supersportlerbereich, rein Vierzylindermotor. Hier schon eben jetzt auch beliebt mit der Upside-Down-Gabel schon. Ja, beliebter Supersportler, die 600 auf jeden Fall. Karl, was sagst du? Die Front von der R6, taugt er das oder ist die jetzt mittlerweile alt im Vergleich zum neuen Modell? Na, ich finde von der Front her und vom Gesamtdesign total modern. Das Einzige, was auffällt, ist dieser Riesenauspuff. Da gibt es ja viele, die jammern angesichts der voluminösen Endtöpfe, G6 1000 zum Beispiel. Da sind wir jetzt in welchem Jahr ungefähr? 2004 oder sowas? Ja, 2005? Ja, da war es auch schon mal so. Dann sind es natürlich kleiner geworden, wie man da sieht, an der Floor sozusagen. Das Einzige, was mich jetzt da optisch stört, aber wenn du das wegnimmst, ist das doch ein absolut modernes, leibendes, zeitloses Motorrad. Du bist ja auch so ein Experte. Ja, aber mir gefällt die überhaupt nicht. Also ganz ehrlich, das Nachfolgemodell, wir haben sie hier hinten dann, in dem, nämlich was unten rot ist, die ich testen. Ja, die kosten 1000 mehr, Ja, aber gescheißen. trotzdem, das ist ja Wahnsinn, so schön. Ja, schaut schon sportiv aus. Aber wie gesagt, in meiner Preisklasse ist es ja so und so. Was sagt ihr? Was sagt ihr? Ist der 1000er gerechtfertigt? Die hier um 5.389, die dort um 6.489, also fürs 1000 PS Budget, Burschen, wir haben gesagt, ein 5er maximal. Aber die gefällt dir gut. Also, Ja, sehr ich schön. würde es auf jeden Fall fahren. Ja, Auch, sicher perfekt. aber ich wäre noch ein Fan einer anderen Marke. Naja, wir brauchen eine 4. Also wir haben jetzt die Cover, die Leibwande, die ist wirklich Mörder beieinander. Dann nehmen wir die R6 dazu. Also 2 Mopeds brauchen wir noch, die nehmen wir, weil da hinten die R1 sind ja alle nicht leistbar, oder? Wenn wir da hinschauen. 6, 7, 6, 7. Nein, sie sind um 1.000, 2.000 Euro halt teuer, die 1000er. Das geht nicht. Das geht nicht. Die Controlling-Abteilung haut uns einen in die Nüsse, ja, wenn wir die kaufen. Das geht nicht. Ja. Wir können nur die 5000er Liga nehmen. Wir gehen jetzt nämlich vorbei bei der SB und die ist ganz bestimmt nicht im Budget drinnen. Aber kurz zum Anschauen, damit man die Relation auch hat. 22,95, aktuelle, absolute Top-Ware, kostet genau um das Geld, was die jetzt kostet, kaufen wir uns jetzt 4 Gebrauchte hier beim Limbecher. Ist geil, oder? 5, 6, 5, 4, 5, 9, oder da haben wir die Mörderauswahl. 5, 1! Das ist ja Wahnsinn. Wie viele haben wir da jetzt? 600er CBR? Burschen, welches Modelljahr nehmen wir da jetzt? Das ist ja Ihre die Auswahl. Wie wissen das von den Endkunden? Welche Modelljahre sind da besonders beliebt bei den CBRs, bei den kleinen? Ja, gerade so eine PC37, zeitlos. Natürlich jetzt gerade das Modell hier, auch klassisch im Schwarz-Rot, schönes Motorrad. Auch sehr, sehr beliebt, gerade auch wegen dem Underseat-Auspuff eben. Ja, kompaktes Fahrzeug und klar, gute Preisklasse eben auch. Gut für Wiedereinsteiger, Führerschein-Neulinge, ideal. Und jetzt sagt man so, Honda hält ewig und so weiter. Das ist kein Klischee, oder? Die Erfahrung, die wir jetzt hier gemacht haben, dass das einfach passt, oder? Auf jeden Fall, ja. Wir sind jetzt auch seit 4 Jahren Honda-Vertragshändler hier bei uns mit dem Haus. Das heißt, wir vertreiben auch dann Neufahrzeuge. Und Honda steht eben auch für hohe Zuverlässigkeit am Fahrzeug und dichtes Händlernetz, gute Qualität, definitiv. Naja, aber Chaot, das wäre eigentlich, wenn ich mir das Leder, ich meine, es spießt sich ein bisschen mit der Farbe, aber 5.1, da schlägt mein Herz, mein Rechenstift, der stellt sich gleich auf.
Wäre das was für dich? Ja, absolut. Ich bin ja jahrelang bei den Speed Weekends dabei gewesen. Das Modell kenne ich eben noch nicht. Genau die habe Du ich hast noch. doch keinen Führerschein gehabt, oder? Richtig. Und deswegen interessiert mich das. Davor gab es ja die F-Sport und sowas. Und dann ist es eben so richtig super sportlich geworden mit der Doppel-R. Das ist die erste Doppler. Radikale eigentlich, ja. Und Leo Vinci auch oben, ganz wichtig natürlich. Ja. Ja, da haben wir jetzt fast alles. Jetzt müssen wir noch Suzuki-Ecke. Suzuki habt ihr ja nicht neu, aber ein paar gebrauchte Suzukis habt ihr immer da auch, oder? Genau, müssen wir gar nicht weit laufen, das ist gerade hier eins weiter, haben wir auch Ui. immer was Gebrauchtes da. Weil das wäre natürlich perfekt, wenn wir jetzt von jedem Japaner eine hätten. Da könnte man einen Mördervergleich machen. Auf jeden Fall. Sehr viele Zuseher leiwand. Also jetzt müssen wir ja quasi eine 600er G6 nehmen. Ich hoffe, da habt ihr was. Bist voll zufrieden mit mir, oder? Du kannst nicht Voll, einmal die kriegt eine Beförderung, habe ganz normal einen Tausender gespart. 3,989, das ist ja arg. realen Kaufkraft wäre die wirklich für mich die einzige, die ich mir leisten könnte. Das ist super. Ja, aber Die schaut super aus, oder? Ich meine, das Modell selber mit dem breiten Scheinwerfer und der schon recht breiten Front, okay, aber die Lackierung ist ein Traum. Du bist der Held vorm Eissalon. Aber wie soll ich sagen, im Verkauf ist wahrscheinlich jetzt das gegen 600er CBR, wie wir es vorne gesehen haben, hat dann keine Chance mehr im Verkauf, oder? Wie geht es da mit dem? Doch, auf jeden Fall Schon? eine Chance, zumal in der Preisklasse, man sieht es jetzt auch hier, eine schöne Telefonica Movistar Lackierung, schön mit den weißen Felgen, man sieht es jetzt wirklich auch trotzdem Alter entsprechend wirklich im sehr, sehr gepflegten, schönen Zustand. Das ist genau die Qualität, die wir im Haus auch verkaufen wollen, an Fahrzeugen oder auch an Gebrauchfahrzeugen. Man sieht es, alle 4 Fahrzeuge haben den Bike-to-Go-Aufkleber, das heißt, die sind im Prinzip ready to go, da können Sie jetzt im Prinzip schöne Runde mit drehen. Und ja, Bike2Go heißt im Prinzip, die Fahrzeuge sind alle komplett durch die Werkstatt, sind durchgecheckt worden von uns im Haus. Der Verschleiß ist komplett geprüft worden am Fahrzeug. Alle haben mindestens 1 Jahr TÜV. Das heißt, da kann man wirklich schönes Wetter draufsitzen und gleich losfahren. Das ist jetzt faszinierend. 3,989 und die schaut wirklich leibend aus, die Maschine. Na Martin, also Fadi, da brauchen wir jetzt gar nicht mehr weitergehen. Im Prinzip bin ich froh, weil die anderen kosten ja alle einen 6er. 6, 7, 6. Noch billigeres ist schon cool. Ob sich's gut fährt, ob sich's gut Müssen wir schauen, ob die mithalten kann mit den anderen, mit die um einen Tausender teurer, weil das wäre jetzt unser Viererbande. Du, 4 Kennzeichen hast du da, oder? Haben wir immer da, ja. Kriegen wir hin. Jetzt nicht mehr. Jetzt gleich nicht mehr, wenn ihr auf der Straße seid. Ja. Genau. Na gut, dann reißen wir auf. Ja, jetzt haben wir da unsere Gebrauchtmotorrad-Ausfahrt absolviert. Die 4 Bikes haben wir uns ja abgeholt vom Limbecher hier in Stuttgart. Wir haben hier die R6 mit 5.300 €, die G6R, Fahrrad war natürlich genügsam, 3.900, CBR 600 5.100 und die ZX6R, da hat uns einen Spezialpreis gemacht, auch um 5.289. Und ich muss sagen, wer will denn anfangen, Jungs? Ich soll anfangen? Na gut, Burschen und Mädels. R6, ich habe mich am Anfang für die R6 entschieden und bin unglaublich froh, dass ich mir die genommen habe. Die Sache ist ja die, ich habe ja zumindest einen Funken von Stil und Eleganz in mir. Und wenn man sich die anderen Mopetten da anschaut, dann sind das halt so ziemliche Poloeisen, wohingegen diese schwarze R6 ja irrsinnig viel Stil und Eleganz auch hat. Also das ist ein Supersportler, der in der Farbgebung nicht so aufdringlich daherkommt, aber wirklich großartig fährt. Also wenn man uns das kurz anschaut, Kameramann, bist bereit? Wir haben hier schon drauf die radial verschraubte Bremssattel. Wir haben drauf eine Upside-Down-Gabel. Es ist die Front nicht ganz so aggressiv wie bei der 9R6, ich gebe es zu, kein Problem. Wir haben drauf einen Auspuff, der vielleicht ein bisschen antiquiert ausschaut, aber das ist klassischer Supersport-Auspuff. Also absolut schwer in Ordnung. Und ich muss sagen, die Sitzposition auf der R6 also war auf der Autobahn und auf der Überlandstraße wirklich in Ordnung. In der Stadt war es halt trotzdem eine Quälerei, das kann man nicht schönreden. Und dann, was überrascht war, weil die hat ja doch, was ist für ein Baujahr? Ich glaube 12 Jahre auf dem Buckel, die Maschine, 2005er Baujahr. Also was ich überrascht war die Präzision des Fahrwerks. Hat echt gut funktioniert, also das Fahrwerk war präzise. Die Maschine ist leicht und spielerisch, aber nicht überagil oder nervös. Ist durchaus stabil. Ich würde sogar sagen, die ist für Leute, die gar nicht so routiniert sind, angenehm und einfach zu fahren.
ein ganz tolles Motorrad. Und was auch präzise ist die Gasgriffsteuerung. Also Ansprechverhalten, traumhaft. Das Motorrad hat ja drauf, ich weiß nicht, 20.000, 25.000 Kilometer, nein, 16.000 Kilometer, das ist ein Wahnsinn, ich weiß nicht, ist nur in der Garage standen bisher. Das fühlt sich überhaupt noch nicht gebraucht an. Der Motorrad hängt am Gas, als hätte man jetzt gerade frisch aus der Yamaha-Fabrik geholt. Also top in Ordnung. Und im Vergleich zu moderneren Motorrädern, wo ich nur Abstriche jetzt, wie soll ich sagen, gemerkt habe zu modernen Motorrädern, war die Güte der Bremse und auch, wie soll ich sagen, dann die Kernigkeit des Fahrwerks im Scheitel. Ansonsten wahrscheinlich sogar die bessere Wahl als modernere Supersportler, wenn man Landstraßen fährt, weil die Sitzposition noch schwer in Ordnung war. Schwer in Ordnung muss ich aber sagen, damit die Burschen da hinten nicht einschlafen, gehe ich da gleich weiter. Schwer in Ordnung war, finde ich, die Sitzposition auch auf deiner Wahl, Fauli. Die Suzuki-Sitzposition hat mir taugt. War für mich die Vorderbremsen, das ist schon echt immer State of the Art gewesen, habe ich mich fast verbremst einmal. Die CBA von dir, Chaot, ist okay, aber der Levincia-Auspuff ist mir jetzt laut. Also, tut mir leid, junge Zuseher, wenn ich mich da jetzt out, aber mir ist das zu laut. Das macht mich nervös im Sattel. Und die Kawa merkt man halt, dieser 2008er Baujahr, die hat schon ein richtig gutes Fahrwerk drin, von der Ausstattung her das modernste Gerät. Sitzposition nicht so angenehm wie auf der Kawa. Mir gefällt schon so für den Straßenverkehr jetzt nicht so gut. Dieses grelle Grün, da hat mir die Yamaha mehr gefallen. Für Kawasaki-Fans geht es halt nicht anders. Grün ist grün zu grün, wenn die Kawas blühen. Und mit solch ganz argen philosophischen und literarischen Leistungen übergebe ich jetzt einen Chaoten, der wahrscheinlich eine Lobeshymne auf die Honda abfeiern wird. Weil ich glaube, das war eines deiner ersten Motorräder, die du gefahren bist, oder? Ja, eben dann die folgende Generation und die wiederum darauf folgende, mit der Honda ja diesen, muss man sagen, Leichtbau-Wettbewerb gewonnen hat, bis heute ungeschlagen 155 Kilo trocken, 185 Vollgetank, damals 2 Kilo schwerer als die Yamaha. Das war dann diese ganz zerklüftete PC41, wenn ich richtig liege. Und danach wurde nicht mehr viel entwickelt. Und das führt dazu, dass sich das wiederum nicht so alt anfühlt. Weil die 600er Entwicklung hat irgendwann stagniert nach dieser Wirtschaftskrise und Co. Und deswegen war ich echt überrascht, wenn man denkt, das war die Generation vor der, die ich zum ersten Mal gefahren bin und das ist schon lang her und trotzdem ist es in Ordnung. Wir haben festgestellt, nicht mal Upside Down, man muss es so sagen, Doppel-R, nicht mal Upside Down, auch keine radialen Bremssättel und trotzdem war das Ganze vertraut, vom Motor her, von der Kraftentwicklung, ein bisschen weniger PS. 120 hat ja dann die stärkste gehabt, muss man sagen, was nicht viel ist im Vergleich, dann zu Yamaha und Kawa. Die hat noch ein bisschen weniger, ungefähr bei 114, 115 liegen wir da. Die Bremsen trotzdem auch echt in Ordnung. Wir haben noch kein Racer ABS, wir haben nirgendwo Traktionskontrolle oben. Wir haben auch da und da, glaube ich, keine Anti-Hopping-Kupplung oben. Also heute ging es wirklich wieder darum, ums reine Motorradfahren. Und ich habe mir ein bisschen in die Hosen gemacht, muss ich sagen. Ich war echt schockiert, aber bist du deppert, jetzt sind wir es echt schon gewohnt, oder? Dass da ein bisschen einen Rettungsschirm gibt. Aber die Honda schafft es immer wieder, mir das meiste Vertrauen also ich kann ihr das meiste Vertrauen schenken, so muss man es formulieren. Ich weiß auch nicht wieso, vielleicht ist es eben die Qualität, vielleicht ist es dieses Empfinden, dass eine Honda einfach funktioniert und läuft. Ich würde ja gerne wissen, was in Varahannes seine hat, der hat nämlich noch die weitere Vorgängerin, wenn man so sagen kann, die 600 F Sport, der hat sicher schon 100.000 Kilometer drauf, oder? Ganz normal, 160.000 Kilometer, also die hat 25, da weiß ich, da kann ich noch ewig fahren. Die Kawa dazu, die kenne ich am wenigsten. Es gab ja damals diesen ZX6R Cup in Österreich, parallel zum R6 Cup Yamaha. Bin, glaube ich, nur einmal damit gefahren. Das ist für mich schon Rennstreckenbasis, das merkt man, das ist radikaler, ist kurvengieriger, lenkt besser ein. Man sieht auch Kabelbrücke, Armaturen, Instrumente, ist alles viel moderner. Das ist schon echt die neue Zeit. Und das haben wir auch vorher geredet, Fauli. Das ist alles so, da kannst du die Grenze ziehen zwischen quasi alt und neu, irgendwie Oldschool, Newschool. Das ist echt interessant. Und am ältesten, finde ich, ist leider deine Susi. Das hat zwar einen gewissen Charme, aber irgendwie habe ich gedacht, oh, da bist du deppert. Ganz klar, und da ist, finde ich, dieser Evolutionssprung drinnen und spürbar. Ich meine, da haben wir auch schon Lenkungsdämpfer und alles, aber die Sitzposition hat mir zum Beispiel im Gegensatz zu Nils nicht getaugt.
Vielleicht sind es diese paar Zentimeter Körpergröße. Da muss man sich ein bisschen mehr strecken, man sitzt tief drinnen. Und alles, die Bremse ja auch, alles ist ein bisschen weniger gut, ein bisschen weniger präzise, ganz zu schweigen vom Einlenken, von der Fahrdynamik. Und die Yamaha ist auch ein bisschen näher an der Susi, finde ich. Bequemer als die Honda, Sitzposition auch entspannter. Es wundert mich nämlich, in der Generation damals war das extrem radikal teilweise. Ich denke nur an die erste Daytona von Triumph 675er, Wahnsinn. Und der Motor ist natürlich von der Yamaha ein Wahnsinn, ein echtes Gedicht, so geschmeidig, so schön zu fahren. Trotzdem würde sie bei mir nicht den Platz 1 machen. Insgesamt wüsste ich wahrscheinlich am längsten, glaube ich, könnte ich mich auf die Honda verlassen und für die Rennstrecke wäre es sicher die Kawa. Aber du hast die Susi gewählt und jetzt bin ich echt gespannt, warum. Wie ich mich da rausrede, gell? Ja, ich finde eben, also wir haben ja gesprochen, es lässt sich so richtig schön diese Weiterentwicklung bei den 600ern erkennen. Die Gixxer aus 2003, die Honda aus 2004. Ich schätze mal, das war ja dann wahrscheinlich der Modellwechsel ausständig, gell? Weil das ist ja echt schon um einiges älter als die anderen. Aber ich muss auch sagen, ich bin der Einzige, der voller Stolz seinen Arai-Helm da auf dieses super Sportgerät legt, weil es von der Optik her gefällt es mir nach wie vor am besten, von der Lackierung her zumindest. Auch am Rest der Optik sieht man zwar schon, dass es ein bisschen älter ist, aber wir haben auch bemerkt, sie hat ein richtiges Fach unter dem Polsterl für den Beifahrer. Also da kannst du fix einmal deinen Regenquandel und andere Sachen reinpacken, da merkt man schon richtig. Da wurden auch noch die Supersportler ein bisschen auf Alltag gemacht und dementsprechend auch meiner Meinung nach die Sitzposition auf der G6 R600 schon am gemütlichsten. Die Fahrerei an sich, ja, muss ich schon sagen, da sind die anderen drei halt schon moderner, obwohl die Honda sogar ein bisschen schwächer ist. Haben wir 114 oder 115 PS, die Susi 117. Die Yamaha hat 120 PS und die Kawa, die hat dann überhaupt 126, wenn mich nicht alles täuscht, das damalige Modell. Und wie gesagt, das spürt man halt so richtig. Also die Suzuki, ich bereue nichts. Ich bin noch immer zufrieden, weil die Lackierung geil ausschaut. Sie nimmt aber dann doch vom Fahrerischen insgesamt den letzten Platz ein, aber dafür passt der Preis wieder. Dann kommt bei mir die Honda, die, ich finde es interessant, dass da ja dann wirklich nicht viel geändert wurde und dass sie es geschafft haben, das doch immer weiter zu modernisieren, dass das dann halt jetzt auch wieder gepasst hat, die CBR 600 RR. Darf ich ganz kurz was einwerfen? Wir dürfen nicht vergessen, wir reden ja von Gebrauchtfahrzeugen und ein Vorteil vielleicht der Honda ist, das sehe ich bei den anderen nicht, die hat echt ein paar Zubehörteile, die sich der Vorbesitzer draufgeschraubt hat, Leo Vince, Stahlflex-Bremsleitungen und da ein paar eloxierte Schrauben und Stellräder, darf man nicht vergessen und trotzdem liegt sie jetzt mit dem Preis nicht irgendwie weit über den anderen. Naja, über der Suzuki halt schon, die kostet einen Vierer. Ja, okay. Da muss man schon sagen, da kriegt man theoretisch, wenn man diesen Spaß der 600er Klasse genießen will, das meiste fürs Geld, weil es halt auch am wenigsten kostet. Und was ich auch wieder faszinierend gefunden habe, ich bin ja eben schon lange kein 600er mehr gefahren, weil wenn ich die Wahl habe, nehme ich mir natürlich ein 1000er, wo es einfach anreißt und für mich ist es gescheiter. Aber mit der 600er, das macht extrem viel Spaß und du kannst voll aufdrehen und es ist einfach nichts, es passiert nichts. Es ist super. Naja, du musst in einem extrem hohen Drehzahlbereich sein, dann kreischen es schon so richtig, aber ich finde nicht unangenehm und mich hat auch dieser Leo Vinci Auspuff nicht gestört, das war mir nicht zu laut. Die Honda war aber für mich dann, ich finde die doch ein bisschen radikaler dann als die Suzuki von der Sitzposition her und vor allem ich bin am Sitz ein bisschen gerutscht, muss ich sagen, das fühlt sich so ein bisschen aufpoliert an und mit der Jean rutscht man da sehr und das hat mich schon ein bisschen gestört. Dann auf Platz 2 würde ich schon die neueste werten, das ist eben die Kawasaki für mich, das modernste Konzept, eine Ganganzeige schon dabei. Ich bin ein großer Fan davon, weil ich ganz gern sehe, in welchem Gang ich bin. Nicht nur spüren oder ausprobieren. Obwohl, da finde ich, hat sich auch etwas getan. Jetzt werden ja Ganganzeigen immer mit Ziffern angegeben. Da war noch so ein Balken, der nach oben wandert. Ja, hat sich auch modernisiert, wurde auch besser. Von der Optik her habe ich ja eigentlich beim Aussuchen schon gemeint, dass dieses giftige Grün schon sehr leibend ist. Bei einer Kawasaki stört es mich eben nicht. Wenn das eine
coole Farbe, eine grüne Farbe hat und in dem Fall gefällt mir gut, dass das so einfärbig ist. Das taugt mir. Ducatis sind auch immer nur rot oder nur gelb oder nur weiß, nur schwarz, gefällt mir jetzt nicht so gut, aber wurscht. Die Kawasaki Ninja ZX6R ist nur grün und ich muss schon sagen, ich finde da halt auch wieder schon das modernste Ding von 2008. Das ist halt wirklich besser als die anderen. Das lenkt gut ein, der Motor ist sehr kräftig, das passt eigentlich alles. Am besten wäre da nicht die Yamaha und das ist sehr witzig, weil da merkt man, dass man das Ganze fahren muss, weil dass ich die Yamaha auf Platz 1 gebe, liegt fix nicht an der Optik, die finde ich wirklich am schiersten von allen. Vielleicht aber auch wegen der schwarzen Lackierung, das mag ich nun mal nicht, gibt es ja auch in anderen Farben. Aber egal, vom Fahren her hat man die extrem taugt. Die Sitzposition, mir sehr entgegenkommend, doch eher weniger radikal als die beiden, eher bei der Suzuki. Bisschen kürzer vielleicht, aber extrem angenehm zum drauf sitzen und der Motor, herrlich. Also das sind diese 120 PS, die reißen gut an, bleiben aber kultiviert und das ist echt, also die gefällt mir am besten und die hat sich meiner Meinung nach auch am besten angestellt bei der Fahrerei. Sonst muss ich da nicht viel dazu sagen. Du hast schon erwähnt, Upside-Down-Gabel, das haben die beiden eben nicht und wie schon erwähnt, es geht eher nach dem Jahrgang, also nach dem Baujahr, welche da die beste ist. Nur die Yamaha ist halt ein Ausreißer, das ist die zweitjüngste und ist aber meiner Meinung nach, also für mich die Nummer 1. Ja, ich glaube, wir haben alle unsere Favoriten entdeckt. Die hat sogar 2 Leute, die sie am meisten mögen, du die Honda. Ja, ich gebe noch einmal an den Nils weiter. Ich hoffe, du hast da jetzt in der Zeit, wo du fast eingeschlafen bist, so einen Abschluss überlegen können. Abschluss ist natürlich die Leute, die solche Motorräder haben, sollten jetzt natürlich ihre Fragen dazu posten, welches Zubehör ist leibend, welche Reifen sind leibend, wie viele Kilometer habt ihr drauf? Weil das ist eine Schande, diese Motorräder sind so leibend, die hat 16.000er drauf, die glaube ich 25 oder irgend sowas, das ist ja lächerlich. Was seid ihr mit euren Supersportlern gefahren? Das müsst ihr uns bitte da unten drunter posten, vielleicht gibt es einen neuen Rekordhalter, schauen wir, wer ein wahrer Hannes schlagt, oder? Und wir fahren jetzt zum Limbecher zurück nach Stuttgart, also Nähe Stuttgart, und dort fassen wir aus für den morgigen Test 4 Naked Bikes. Machen wir bis 3.000 maximal, oder? Na, auch bis 4.000, 5.000 so. Und müsst dranbleiben, abonnieren, sonst versäumt das Video, ist mörderisch.